So, pünktlich um 9 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Event Portfolio Management mit Microsoft 365. Herzlich willkommen an alle zahlreich erschienenen Zuhörer im Raum und auch draußen an den Bildschirmen. Dieses Event heute richtet sich ja an PMOs, LAs, APMOs, Controller, Strategiemanager und so weiter. Um etwas Zeit und Worte zu sparen, werden die Referenten in Zukunft nur noch auf PMO referenzieren. Allerdings soll sich da bitte keiner ausgeschlossen fühlen. Wenn zwischendurch Fragen kommen, dann bitte einfach in den Chat packen. Ich werde die dann zur geeigneten Zeit an die Referenten weitergeben für alle hier im Raum. Fragen ist gerne zwischendrin schon erlaubt. Also einfach Hand heben und die Sprecher werden dann darauf eingehen. Gut, dann möchte ich auch ohne große weitere Vorrede direkt übergeben an den ersten Sprecher, Renke Hohlert. Bitteschön. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich möchte einen kleinen Überblick geben über die wichtigsten Trends im Jahre 2023 für das Portfolio- und Workmanagement. In welcher Situation sind wir im Jahr 2023? Wir haben eine Stagflation, eine Angebotsverknappung bei gleichzeitiger Preissteigerung. Wir haben einen zunehmenden Kostendruck und gleichzeitig bleibt der Innovationsdruck hoch. Oft sind auch die Innovationen disruptiv, was die Sache noch verschärft. Deswegen stehen viele Initiativen auf dem Prüfstand. Es gibt eine engere Kontrolle und das ein oder andere Projekt wird auch mal gestoppt. Letztlich muss alles, was keinen strategischen Fit hat, raus. Besonders deutlich sieht man das bei Microsoft, die 10.000 Mitarbeiter entlassen und gleichzeitig 10 Milliarden investieren in OpenAI für die Technologie, die auch ChatGPT verwendet. Welche Trends leiten sich daraus ab? Es geht vor allem darum, schnell zu sein, die Strategien schneller umzusetzen und schneller am Markt zu sein, also Time to Market zu verkürzen. Beispiel dafür, was passiert, wenn man zu spät am Markt ist. Die Unternehmung Qimonda, ein ehemaliger Siemens respektive Infineon Spin-off, hat hervorragende Produkte hergestellt. Leider war nur eben immer Samsung und andere Wettbewerber schneller am Markt, dazu geführt hat, dass das Unternehmen zu dem Zeitpunkt nicht mehr die Preise realisieren konnte, weil zeitgleich mit dem Marktstart von Qimonda dann zum Beispiel Samsung die Preise gesenkt hat und auf die Art und Weise die Entwicklungskosten nicht mehr zurückverdienen konnte. Und im Endeffekt hat es dazu geführt, dass das Unternehmen leider pleite gegangen ist. Letztlich muss also alles, was gemacht wird, auf die strategischen Ziele einzahlen, noch stärkerer Fokus auf die neuen Produkte, die Weiterentwicklung, was für die Zukunft kommt. Und das bedeutet auch für Projektmanagement-Software, dass sie letztlich jede Tätigkeit irgendwie an den strategischen Zielen ausrichten muss, also den Objectives und idealerweise auch den messbaren Zielen, also den Key Results. Das wäre die Anforderung daran. Und dann ist es auch leichter, bei jedem Ressourcenkonflikt oder anderen Konflikten, die auftreten können, zu entscheiden, welches Projekt dann entsprechend die Ressourcen bekommt. Letztlich liegt das in der Verantwortung des PMO. Der muss den Fokus setzen auf die richtige Arbeit, damit die Strategie schneller umgesetzt werden kann und man schneller am Markt ist. Weiterer Trend sind der Ausbau natürlich in großem Maße, aber teilweise auch der Rückbau von agilen Methoden. Es macht natürlich Sinn zu prüfen, ob man Dinge, die in Projektart und Weise produziert werden, nicht auch auf ein Produkt überführen kann. Und dann ist man natürlich besser in der Lage zu vermeiden, dass das Rad immer neu erfunden wird. Produkte sind aufgrund der technischen Möglichkeiten, vor allem der Software, sehr viel flexibler heutzutage, sodass man eben auch viele Dinge, die man früher projektorientiert herstellen musste, heute eben auch produktorientiert herstellen kann. Beispiele davon sind personalisierte Kleidung. In der Massenproduktion war die das oder auch bei unseren Automobilkunden, die teilweise eben früher Steuergeräte beigesteuert haben für Autos, die jetzt noch Software liefern, auf die Art und Weise natürlich flexibler sind. Am Ende wird jede Firma eine Softwarefirma und damit sind natürlich auch die agilen Entwicklungsmethoden sehr relevant und bauen sich immer weiter aus, sodass man als PMO gut beraten daran ist, das entsprechend zu pushen. Auf der anderen Seite bedeutet aber auch dieser technische Wandel, der sich weiterhin beschleunigt, immer mehr Transformation, gerade bei den Disruptionen und damit automatisch auch wieder mehr Projekte. Und dann gibt es natürlich auch noch Bereiche, in denen man mit dem rein agilen Arbeiten noch an Grenzen stößt, besonders dann, wenn Kapazitäten und Fähigkeiten stark variieren, also man unterschiedlich viele Leute oder andere Ressourcen braucht, deren Skill auch oft variiert. Das kann zum Beispiel im Baubereich sein, wo man während der Planungsphase unterschiedliche Kapazitäten braucht von Planern, vielleicht die agil durchaus arbeiten, aber auch die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten müssen eben geplant werden. Und auf der anderen Seite in der Umsetzung, also sprich bei der Bauausführung, dann eben auch sehr viel unterschiedliche Skills braucht, die vielleicht mit Lean-Prinzipien gemacht werden. Auf der anderen Seite muss man trotzdem eben wissen, wer wann an welchem Ort sein muss und entsprechend dann auch ein Ressourcenmanagement aufsetzen.
was beim rein agilen Arbeiten so nicht gedacht ist. Die Anforderung an die Portfolio-Management-Software ist eben dann, dass man sowohl produktorientiertes Arbeiten, agiles Arbeiten als auch projektorientiertes Arbeiten unter einen Hut bringt. Das heißt also zum Beispiel Fähigkeiten hat, die Ressourcenmanagement quer über alle Arten des Arbeitens unterstützt. Letztlich muss der PMO, der LACE oder APMO in der Lage sein, das gesamte Investment zu steuern und spielt damit eine zentrale Rolle bei der Umsetzung im Unternehmen. Weiterer Trend ist die Cloud-Konsolidierung. Es wurden in den Unternehmen in den letzten Jahren oft sehr viele verschiedene Cloud-Lösungen beschafft, um alle Business-Anforderungen erfüllen zu können. Die Folge davon ist, dass die Daten eben auch weltweit sehr verteilt sind bei unterschiedlichen Anbietern. Das führt dazu, dass die Daten oft redundant sind, was dazu führen kann wiederum, dass widersprüchliche Auswertungen zum Beispiel erstellt werden. Und auch für die IT ist es halt ein Albtraum, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und außerdem ist es auch bei der Auswahl neuer Lösungen immer sehr aufwendig. Man muss jedes Mal umfangreiches Assessment machen und prüfen, ob der jeweilige Anbieter auch alle Anforderungen, die man eben an die Sicherheit zum Beispiel hat, erfüllt. Deshalb ist der Trend eben, das zu konsolidieren. Das heißt, man konzentriert sich auf wenige große Cloud-Anbieter, zum Beispiel Microsoft, die mit Microsoft 365 oder dem dahinterliegenden Azure-Plattform geschaffen hat, bei der viele Dinge eben schon organisiert sind und einen gewissen Qualitätsstandard garantieren. Das heißt, man hat eine einheitliche Authentifizierung zum Beispiel, man hat ein einheitliches Auditing und für den Kunden hat es den Vorteil, dass der Zugriff auf die Daten in seiner Hoheit bleibt. Das heißt also auch Drittanbieter, die Lösungen hinzufügen, bleiben dann unter seiner Kontrolle und der jeweilige Anbieter hat eben nur die Rolle, dass er Software beiliefert, so wie man das auch früher von On-Prem kannte. Damit vereinfacht sich sehr stark das Assessment. Die Governance wird einfacher und es bedeutet halt für den Mitarbeiter konkret, dass Lösungen, die eben auf Microsoft 365 oder Azure basieren, in der IT schneller durchgehen, weil entsprechend für die Plattform bereits vieles geprüft wurde und auf die Art und Weise das nicht nochmal wiederholen muss. Weiterer Trend ist eine verstärkte Software-Governance. Alleine Microsoft hat eine Menge Produkte, die sich in dem Bereich von Portfolio- und Workmanagement tummeln. Microsoft Project, Project for the Web, SharePoint-Listen, DevOps, Planner, To-Do, Teams-Wikis, Word, OneNote und so weiter. Für den einzelnen Mitarbeiter ist manchmal unklar und auch schwierig zu entscheiden, was die beste Software ist für den jeweiligen Einsatzzweck. Und es führt halt dazu, dass eben auch, besonders wenn auch noch andere Produkte dazukommen, die von anderen Anbietern sind, wie zum Beispiel von Atlassian, Jira, Confluence, solche Dinge wie zum Beispiel Suche oder das Berichtswesen nicht so einfach zu gewährleisten ist über alle Produkte hinweg. Und dass die Tools sich funktional überschneiden, aber nochmal in den Tools Funktionen, die auch bei allen irgendwie ähnlich sind. So gibt es zum Beispiel in Jira ein eigenes Reporting und Power BI gibt es für die Microsoft-Welt. Es gibt Kommentarfunktionen in Jira, im Planner, aber auch den Chat in Microsoft Teams. Es gibt Benachrichtigungen über den Planner, über E-Mail, über Teams Notifications, also viele Sachen, die sich auch da funktional überschneiden. Das sind die Herausforderungen. Auf der anderen Seite sind auch die Projekte und die Teams sehr unterschiedlich. Und am Ende muss man halt sicherstellen, dass die Teams die richtigen Werkzeuge haben. Das heißt, man wird auch nur eine Akzeptanz beim Business erreichen, wenn man eben auch unterschiedliche Tools zulässt. Also ist die Lösung darin, eben die Governance etwas zu fokussieren. Das heißt, dafür zu sorgen, dass wirklich Werkzeuge, die ganz gleich sind und dieselben Jobs erfüllen, dass die einfach im Unternehmen nicht angeboten werden, sondern es für einen Zweck eben nur eins gibt. Und auf der anderen Seite da, wo es funktionale Überschneidung gibt, zum Beispiel jetzt im Reporting, man sagt, okay, man nimmt eben dann nur ein Werkzeug, zum Beispiel Power BI fürs Reporting oder Microsoft Search, muss dann in der Lage sein, alle Applikationen zu durchsuchen, also auch Daten zum Beispiel, die aus Atlassian kommen. Zudem bei den Sachen, die sich nicht unmittelbar integrieren können, sollte die Plattform zumindest es schaffen, dass man das dann fürs Unternehmen individuell machen kann. Und da eignet sich eben zum Beispiel eine Plattform wie die Microsoft Power Plattform sehr gut. Auf der Basis kann man zum Beispiel Daten aus anderen Lösungen sehr leicht integrieren und kann das auf die Art und Weise auch zentral gut organisieren und ist ja nicht abhängig von proprietären Lösungen. Weiterer Trend sind die No-Code- und Low-Code-Plattformen. Oft ist es halt so, dass wenn man als Business eine Lösung haben möchte, dann muss man eben lange auf die Uhr schauen und warten, bis dann halt was kommt, weil möglicherweise die Anpassung von Standardsoftware zu langsam ist oder zu teuer ist. Wenn man die eigene IT beauftragt, Lösungen zu machen, muss man mitunter auch eine Weile warten, weil die auch in der Regel viel zu tun haben. Und wenn das Business dann selber anfängt, Lösungen zu entwickeln, so Excel-Lösungen als Beispiel, dann ist es auch schwierig, weil dann werden eben redundante Daten geschaffen. Die Wartung ist schwierig, besonders beim Mitarbeiterwechsel. Deswegen gibt es die No-Code, Low-Code-Plattform. Self-Service BI ging es los, also der Möglichkeit, sich selber Berichte zu erstellen und eben einfache Applikationen, aber auf einer robusten Umgebung zu entwickeln. Das ist im Grunde genommen das, was dann zu einer schnelleren Lösung führt, aber nicht gleichzeitig die Risiken hat, dass die Lösungen schwerer wartbar sind und entsprechend dann noch mehr Aufwand bei der IT generieren.
Also eine gute PPM-Lösung sollte in der Lage sein, dass man eben auch Ergänzungen, Anpassungen relativ leicht machen kann und trotzdem in einem guten, gewarteten Umfeld bleibt. Die PowerS-Plattform von Microsoft beispielsweise wird auch sehr positiv bei Gartner und bei Forrester bewertet. Vorteil ist dann, dass man aus Sicht des Business sehr viel schneller seine Anforderungen umsetzen kann und gleichzeitig auch die IT entlastet. Letzter Trend, Nummer 6, es gibt möglichst wenig Monolithen. Ihr kennt das ja, versucht mit einem Werkzeug alles zu erschlagen. Sozusagen One to replace it all gibt es als Motto von einem Anbieter. Und das ist im Prinzip so, wenn man dann die Säge verwenden möchte aus dem Schweizer Taschenmesser, dann sägt die sicherlich auch. Wenn man zum Beispiel Microsoft Project fürs Marketing einsetzen möchte oder das kleine Project for the Web für Engineering-Projekte ohne Ressourcenmanagement oder Jira für hybride Projekte ohne Ressourcenmanagement oder Microsoft Project für agile Projekte, dann wird das nie so gut sein, als wenn man ein spezialisiertes Produkt nimmt. Da ist es dann auch schon besser, wenn man halt jetzt, um am Beispiel der Säge zu bleiben, fürs Holzfällen eher eine Motorsäge nimmt als ein Taschenmesser und das jeweils passende Projektmanagement-Werkzeug eben passend zur Größe des jeweiligen oder der Art des Projektes auszuwählen. Und da dann letztlich Integration zu schaffen, wo nötig. Das heißt, dass man eben als PMO einen Gesamtüberblick hat über die gesamte Vorgangsplanung, Ressourcenmanagement, das Programm und das Portfolio, dass Suche und Berichte funktionieren. Und selbst der Chef von Atlassian, Scott Farquhar, hat auch auf der Team 22 nochmal betont, dass eben Jira nicht die Lösung ist für alles, sondern dass eben auch Atlassian sehr stark auf Integration setzt. Am Ende ist die Aufgabe des PMO, volle Transparenz über die gesamte Organisation zu schaffen, sodass jedes Team glücklich ist. Am Ende ist dann das Management auch zufrieden, weil die Strategie schneller umgesetzt werden kann und man schneller am Markt ist. Und das Ganze ist eben zentral die Aufgabe des PMO, der dafür sorgt, dass an den richtigen Dingen richtig gearbeitet wird. So, jetzt schauen wir uns mal an, was die Microsoft-Plattform hergibt. Zunächst bekommen wir eine Bewertung zum aktuellen Stand des Projektmanagement-Marktes durch den Dr. Mai-Mark Meyer von Prometricon. Danach geben wir einen Überblick, wie eine Lösung auf der Microsoft-Plattform aussehen kann. Und dann berichtet nochmal Karl Magnus Carlsson von seinen Erfahrungen, die er mit dieser Lösung bei Volvo gemacht hat.